Schwarz und eng, da sind wir wieder in einer anderen Location. Wir suchen uns ja jedes Mal ein neues Studio aus. Die Sonne blendet mir so ein bisschen ins Gesicht. Es ist ein traumhafter Tag und wir sitzen hier und machen eine neue Folge. Und zwar nicht zu zweit, nein, sondern zu dritt. Da ist ein sehr sympathischer Mensch bei uns mit dabei. Wer genau das ist, was wir hier machen und warum wir alle ein dickes Buch auf dem Schoß haben, all das klären wir tatsächlich jetzt in der Folge, die wir einfach starten, würde ich sagen, oder? Und wie nennen wir sie denn eigentlich? Ha! Oh, wir haben gar keinen Titel, hast recht. Kein Arbeitstitel. Ich würde sagen... Das müssen wir vorher noch klären, bevor es losgeht. Ich würde sagen, wir nennen diese Folge so, wie dieses Buch heißt. Was hältst du davon? Und das finden wir dann noch raus, wie es heißt. Also, geht los. Geht los. Schwarz und eng, der schwule Fetisch-Podcast. Mit euren Hosts Markus und Alex. Herzlich willkommen zu Schwanz und... Nein, wie heißen wir? Schwarz und eng. verdammt. Wir haben auch gerade über Spaß gemacht. Herzlich willkommen zu Schwarz und eng, heute mit einer besonderen Folge. Wir haben einen Gast hier, den stellen wir gleich vor. Wir hatten da eine Idee. Beziehungsweise ich hatte da eine Idee. Ich wollte gerade sagen, du hattest die Idee. Ich hatte die Chance, bei einem schönen Buch mit teilzunehmen, beziehungsweise ein Teil des Buchs zu sein, das der liebe Thomas verwirklicht hat. Und wir hatten den Gedanken, dass wir, da das Buch sehr perfekt zu unserem Podcast passt, einfach das Buch mal vorstellen und einfach über den Inhalt reden, weil vieles irgendwie über die Jahre doch gleich geblieben ist oder am Ende des Tages zu unserer Denkweise von Offenheit passt. Deswegen haben wir den Thomas da. Und herzlichen Dank. Genau, herzlich willkommen. Bevor ihr euch jetzt fragt, um was für ein Buch dreht es sich da eigentlich? Das macht Sinn. Buch, ich dachte, weil du hast gerade den Titel gar nicht verraten. Aber das liegt auf meinem Schoß und das kann ja keiner sehen. Es ist Spielen am Rand, 60 Jahre Leben in der schwulen Leder- und Fetischszene von Thomas Tetzner. So, und das wirkt jetzt hier gerade ein bisschen wie QVC-Teleshopping, was ich unbedingt in meinem Leben einmal moderieren möchte. An dieser Stelle sollte ein Headhunter von QVC gerade zuschauen. Kontaktdaten hast du ja. moin@schwarzundeng.de. Ich freue mich sehr gerne. Aber tatsächlich es ist kein Werbefernsehen, was wir hier machen. Das ist uns auch super wichtig. Wir wollen hier wirklich etwas, was aus der Community für die Community über die Community ist. Also ich glaube, das kann man ja so ganz gut schon mal einleitend sagen, wollen wir einfach nahelegen, dass wir das so ein bisschen heute mal in der Folge uns eröffnen, die Büchse der Pandora und einfach mal reinschauen und wirklich einfach den Autor persönlich mit dabei haben und einfach mal sprechen können. Ich finde es großartig. Ihr seid zu charmant. Und in der Tat, wie du sagst, ein Buch aus der Szene für die Szene. Es ist kein Buch, das ich alleine geschrieben hätte, dafür wäre es auch zu dick. Es tatsächlich, das liest sich. 1,5 Kilo. Ja, das ist ein guter Wälzer. 490 Seiten. Wahnsinn. Und Gott sei Dank, ich glaube, 1/3 bebildert. 490 spannende Seiten tatsächlich. Ja. Ich habe es inhaliert, weswegen wir ja auch überhaupt auf die Idee kamen, darüber zu sprechen, zumal du mich ja auch immer wieder zu Buchvernissagen eingeladen hast. Und jetzt machen wir einfach unsere private hier. Sehr, sehr schön. Aber bei der musste ich dir leider immer absagen. Ich hatte die coole Idee, dass ich vielleicht einfach mal den Klappentext vorlese zu Beginn. Ich wollte schon immer mal Buchleser werden. Ich wollte gerade sagen, ich habe noch nie so eine Buchvorstellung irgendwie vor der Kamera gemacht. Ich habe auch keine Ahnung davon, wir machen es einfach mal. Ja. Ich habe mir hier, für die mir ein Video zugucken, ich habe mich gestern vorbereitet, ich habe hier ganz viele schöne Bepper reingeklebt. Ja. Wir arbeiten uns hier ein bisschen durch. War einfach vieles Spannendes von den letzten, ich lese es einfach vor, um welchen Zeitraum das Buch handelt. Spielen am Rand ist ein Gemeinschaftswerk von über 100 Freunden der schwulen Leder- und Fetischszene aus den unterschiedlichsten Altersgruppen und sozialen Milieus. Die Vielfalt und der Wandel der Szene seit den 1960er Jahren finden ihren Ausdruck in mehr als 50 in diesem Buch abgedruckten Interviews, den einführenden Text und einer reichen Bebilderung. Dieses Buch erscheint aus Anlass des 50. Gründungsjubiläums des MLC München. By the way, ich habe den ja schon ein paar Mal falsch benannt. Der Münchner Löwenclub, um das nochmal klarzustellen. Und des 25. Jahrestags der Eröffnung des MLC-Clublokals Underground. Sowie mit finanzieller Förderung durch die MLC München und Folsum Europe, die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die Homosexuelle Selbsthilfe, die Münchner Regenbogenstiftung, den Fachverband Homosexualität und Geschichte, das Forum Queeres Archiv München, LMC Vienna, Quellgeist Berlin und viele Privatpersonen. Das besondere Engagement des MLC München im Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung ergibt sich daraus, dass er mit derzeit über 700 Mitgliedern der mit Abstand größte Verein der schwulen Leder- und Fetischszene in Europa ist und sich deshalb in besonderem Maße aufgerufen sieht, einen Beitrag dafür zu leisten, innerhalb und außerhalb der LGBTIQ+ Community, Gesundheit, eine höhere Akzeptanz für diese Szene zu erreichen. Und ich glaube, der letzte Satz beschreibt es ganz gut, deswegen machen wir den Podcast ja auch. Ja.
Und deswegen kam er auf die Idee, einfach über das Buch zu reden und über die spannenden Menschen, weil vieles hat mich echt berührt in dem Buch tatsächlich. Also mal so ganz vorab gesagt, ich saß da echt ein paar Mal im Bett, als ich das gelesen habe, hatte Tränen in den Augen. Also es war schon, und war auch fasziniert von dem ganzen Inhalt. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie kam der auf die Idee? Also, oder wer kam auf die Idee? Dieser Münchner Löwenclub, 50 Jahre Geburtstag, das war der Anlass, dieses Buch zu schreiben. Aber für mich, und ich war dort vor 25 Jahren Vorstand, war natürlich nicht eine klassische Clubgeschichte zu schreiben. Das ist völlig uninteressant. Sondern ich dachte, der Club ist groß genug, vielfältig genug. Er hat Mitglieder im ganzen deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Nord-Süddeutschland, Berlin selbstverständlich auch. Und man müsste doch eigentlich all die Lebenserfahrungen zusammensetzen können, die 50, 60 Jahre Leben in dieser Szene ausmachen. Und deswegen sind so viele Interviews geworden. Und darüber haben wir das Facettenreiche dieser Szene präsentieren können. Kann ich nur bestätigen. Die Interviews fangen ja, glaube ich, bei Baujahr 1940 an, kommen wir nachher noch zu, und gehen ja wirklich bis in die 2000er, also mit den ganz frischen Nachkömmlinge. Ja, ganz wichtig, dass es wirklich alle Jahrgänge sind, von 1940 bis 2000 und damit diese gesamte Bandbreite jener, die schon in der Szene, in der sich bildenden Szene Ende der 60er Jahre da waren. Und die sind naturgemäß dann 1940 oder früher dann verstorben, bis zu den Jüngsten, die schon hineingefunden haben. Verstorben, du meinst geboren? Naja, also Jahrgang 1930. Ja. Also der Jahrgang 1930 ist eben bereits verstorben zwischenzeitlich. Das stimmt. Der steht uns nicht mehr zu Gebote als Direktzeuge. Ja. Wir machen hier zwar eine ernste Folge heute mal, aber deswegen lachen wir trotzdem. Ich wollte sagen, ich finde es tatsächlich ganz spannend, und da hatten wir uns auch im Vorfeld ein bisschen drüber unterhalten. Für uns, also ich sag mal, für uns, Markus und mich, und auch wahrscheinlich für euch da draußen, es ist so eine Selbstverständlichkeit einfach mittlerweile. Schwul sein, Fetisch, trotzdem, also CSD ist ja auch nicht ohne Grund immer noch da, es ist eine Demonstration, aber es ist mittlerweile einfach eine deutlich höhere Akzeptanz in der Gesellschaft da. Und dieses Buch nimmt halt einfach mal diese ganze Vorgeschichte, also den Weg zu dieser gesellschaftlichen Akzeptanz, einfach mal unter die Lupe. Und das ist wirklich für jeden da draußen auch, der da so ein bisschen mal in die Vergangenheit schauen möchte, wie war denn eigentlich der Weg zur heutigen Zeit? Wo kommt das alles her? Ist das einfach ein unfassbar mächtiges Werkzeug, möchte ich schon fast sagen, um in diese Zeitreise einfach mitzumachen. Die ersten 100 Seiten, glaube ich, sind es ungefähr, die widmen sich tatsächlich genau der Vorgeschichte, die irgendwie uns, glaube ich, also mir war sie gar nicht so deutlich bewusst, was da alles, wie noch gar nicht so lange das her ist alles, dass das noch nicht so selbstverständlich ist, dass wir heute einen Podcast über Schwarz und Eng machen können. Übrigens heute mal wieder ein Rubber, da es ja Beschwerden gab, dass wir schon lange keinen Rubber mehr anhatten. Ja, für alle, die uns nicht im Video schauen, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt, ins Video zu wechseln, wenn ihr wieder Menschen in Gummi sehen wollt. Oder natürlich, auch da den Hinweis müssen wir jede Folge geben, wenn ihr diese Folge natürlich schaut in irgendwie Rubber oder sonstiger geiler Gear, dann gerne ein Foto machen, auf Instagram uns markieren und dann reposten wir das natürlich sehr, sehr gerne. So. Zurück zum roten Faden, den haben wir ja auch. Wir haben ja ein Buch vor uns liegen, das ist unser roter Faden heute. Wie du schon sagtest, die Vorgeschichte ist interessant und ich habe mich ja vorbereitet. Ich fand ein paar Stationen ganz spannend, und zwar gibt es hier eine Seite dazu, wo es eben darum geht, dass 1969 im Endeffekt ja erst die homosexuellen Handlungen legalisiert wurden. Das ist gefühlt noch gar nicht so lange her. Und dass das im Endeffekt erstmal der Startpunkt war, dass überhaupt Vereine gegründet wurden, unter anderem der MLC, ja um den Dreh um 74 dann ja offensichtlich. Und solche Bars entsprechend auch aufmachten, wo es heute nicht mehr viele von gibt, die damals wahrscheinlich aufgemacht haben. Wobei das Interessante ist, die Bars waren schneller. Vielleicht auch naturgemäß. Denn nur wenn es eine Bar gibt, in der man sich treffen kann, nur dann findet man sich zusammen. Damals im Vor-Internet-Zeitalter, klar, 60er Jahre, wo fand man sich? Man fand sich auf Klappen, man fand sich vielleicht in Schwimmbädern, diskret, aber selbstverständlich nicht als Lederfreund. Da musste man dann schon Motorrad fahren gehen. Oder aber eben, und du hast gerade den Finger drauf, Lorelei Bar hier in Hamburg, das erste täglich geöffnete Lederlokal ab 67. Da waren die ganz weit vorne. Wahnsinn, und aber die gibt es heute nicht mehr, Die gibt es dann nicht mal, die war wirklich ephemer. Ich glaube, nach 3 Jahren war sie schon verschwunden. Anders als der
der vis-à-vis gelegene Ochsengarten in München, der hat es bis heute durchgestanden. Stimmt, das sagt man aber was, er war 2 Monate später dran mit der Eröffnung. Pech gehabt. Für alle, die uns zuhören und mit der Wortklappe nichts anfangen können, ich musste auch tatsächlich erst das Buch ganz lesen, um zu verstehen, was eine Klappe ist. Das ist der Ort der schwulen Sozialisation für Generationen gewesen, die öffentliche Bedürfnisanstalt. Das heißt? Das Pissoir. Da hat man sich dann im öffentlichen Raum getroffen. Jeder Bahnhof, jede Kleinstadt, Wirklich? jedes Dorf, Und da war dann überall, wirklich Betrieb? auch wenn ich das sagen darf, Buchholz bei Hamburg hat sicherlich auch eine Bahnhofsklappe gehabt. Wahnsinn. Und das war letztendlich der Ort, an dem im Prinzip jeder Mann, auch jeder junge Mann, auch jeder Jugendliche, der irgendwo das Gefühl hatte, da ist was anders, der ist über die Klappe in die Szene gekommen. Ach, Wahnsinn. Jeder. Spannend. Ja, und dann florierte quasi ab den Anfang der 70er, florierte das ja so, was ich aus den Interviews mitgenommen habe und auch aus dem, ich sag mal, der Vorgeschichte, den 100 Seiten. Ich sag mal, das waren wilde Jahre, anscheinend so ab den Anfang der 70er. Ja, also das Buch setzt ja ein in den 30er Jahren mit der Verschärfung der Strafrechtsparagraphen und im Zuge der gesellschaftlichen Veränderung, auch politische Veränderungen in Deutschland, wie in ganz Europa, weltweit, Liberalisierung ab 69 und dann macht es natürlich Peng. Und in den 70er Jahren, aber auch gesellschaftlich bei den Heteros, macht es Peng. Man hatte plötzlich Beziehungsformen gefunden, außereheliche Beziehungsformen, die möglich waren und gerade im schwulen Leben, Promiskuität, all das wurde erfunden, all das wurde ausgelebt. Es tobte sich aus, was vorher strafbar und unmöglich war. Oder halt irgendwo, ich sag mal, hinter den Kulissen stattfand, dann halt unter Gefahr, dass man erwischt wird. Natürlich gab es Sexualität auch vorher, es gab halt alles Mögliche, versteckt. aber dieses offen tun dürfen und das auch in der Öffentlichkeit tun dürfen. Also jeder kennt das, der vielleicht modisch interessiert ist. Was haben die Leute noch in den 60er Jahren für Säcke angehabt, für Anzüge? Jeder. Kommt jetzt ja gerade wieder. Kommt ja jetzt wieder. Wir sind ja auch in einer konservativen Zeit, aber in den 70er Jahren wurden die Hosen und die Jeans extrem eng, extrem dünnwandig und wie viele haben wirklich ihr Geschlecht einfach zu Markte getragen. Ganz das Grusen im öffentlichen Raum, das Zeigen, das Ansprechen, das Chiffrieren mit Henkelcode. Ihr habt es schon einmal angesprochen, kam, glaube ich, nur bis zu Gelb oder Braun. Aber es gibt ja ganz viele Farben und die hat man sich wirklich auf offener Straße rechts oder links hinten eingesteckt. Da habe ich neulich einen Quiz gemacht online zu. Ach echt? Und? Hat es funktioniert? Ich habe irgendwie 90% Trefferquote gehabt. Obwohl ich mich damit gar nicht auskenne. Ich war anscheinend ein Naturtalent, was Henkelcode angeht. Sprechende Farben. Wild. Aber spannend, was für eine Generation dann da auch einfach aus dem Boden ja rausgesprossen ist, ja einfach aus dem nahezu Nichts kam oder aus dem Unsichtbaren kam und ins Sichtbare gegangen ist. Einfach nur, weil, wie so eine neue, wie ein neuer Frühling, der auftaut und der einfach. Es war ein Frühling. Ich meine, 68er Studentenrevolution, die Gesellschaft hat sich endlich abgestreift, diesen ganz bleiernden, konservativen Zug der Adenauer Republik. Das war vorbei Ende der 60er Jahre und die 70er Jahre, wir wissen, Öffnung zum Osten, Ostakzeptanz. Also ganz viel ist politisch, gesellschaftlich passiert und das sieht man auch in der schwulen Szene. Und ich sage an dieser Stelle schwule Szene. Wir haben also die homophilen Phasen, homophilen Bewegungen hinter uns gelassen, homosexuellen Bewegungen. Wir werden plötzlich schwul. Heute sind wir queer. Also auch begrifflich, sprachlich und was relevant ist, all das verändert sich und dieses Buch auch in der Einführung oder gerade in der Einführung geht darum, es gibt nicht nur ein Gestern und ein Heute, sondern das ist ein kontinuierlicher Wandel in der Szene. Ich habe aber auch das Gefühl, was ich aus dem Buch rauslese, dass damals tatsächlich, als das losging in den 70ern, Leder ganz groß war. Ne? Also da gab es ja, das kommt später im Buch noch bei den Interviews, merkt man, dass sich die Fetischwelt ja einfach wahnsinnig öffnet. Gibt ja nichts mehr, was es nicht gibt, sage ich mal, weil man einfach alles mal ausprobieren kann und keine Grenzen. Aber damals war es ja fast nur Leder, oder? Gefühlt. Das also in den sagen, frühen Interviews richtig. liest man kaum was vom Gummi mal, oder? Ja, noch längst nicht, wurde noch gar nicht produziert. Ja, also Leder, ich höre, ist die Großmutter dieser Szene. Die kann attraktiv sein, aber sie war vor allem die erste Chiffre, um sich zu erkennen. Also Leder, Lederkettenschwingende, Ledermänner, Motorradbiker, all das. Da konnte man sich auch wirklich treffen und dann so ein bisschen signalisieren,
Vielleicht passen wir zusammen. Ach, wild. Und so ist auch das Buch aufgebaut. Also auch die Fetischrichtungen finden ja im Bildstricken da drin immer wieder dann Abbildungen. Stark bebildert. Und die erste Strecke ist eben sehr lederlastig, das stimmt. Jetzt macht das Sinn für mich. Jeder hat es gelernt. Es will ja erklärt werden, ja. Aber auch spannend einfach, dass der Leder, wie du schon sagst, die Großmutter des Fetisch ist und die Keimzelle am Ende. Soll ich dich jetzt Großmutter nennen, weil du ja so gern Leder auch anziehst? Ja, wobei ich bin in dieser Lederwelt noch gar nicht so drin. Also ich habe ja nur meine Motorradkombi. Ja, die du ja gekauft hast vor deinem Motorrad. Psst. Ja, ich hatte erst die Kombi und dann habe ich mich entschieden, einen Führerschein zu machen und es war eine gute Entscheidung. Mittlerweile habe ich aus dem Fetisch ein Hobby gemacht. Also besser geht's nicht. Nee, und dann, um jetzt mal etwas ernster wieder zu werden hier, dann sind wir auch schon fast in der heutigen Zeit. Das tröpfelte dann ja quasi einfach so 10, 15 Jahre vor sich fröhlich hin und dann kam ja ein größerer Dämpfer. Da kam dann einfach der Einschnitt HIV und AIDS. Genau. Und der kam schlagartig. Also wenn man sich vor Augen führt, ab Ende der 60er Jahre konnten wir uns austoben und bereits 82 war der Spaß schlagartig vorbei. HIV und AIDS aufgetaucht, jahrelang Unsicherheit oder eben die Gewissheit, etwas Tödliches sich einfangen zu können. Ja. Denn wer sich in den ersten Jahren 82, 83, 84 den Virus holte, der war mit hoher Wahrscheinlichkeit Ende des Jahrzehnts erkrankt oder in diesen Lederclubs jeder Vierte Ende des Jahrzehnts tot. Ich habe da zwei also in dem Buch sind immer wieder Passagen quasi fett gedruckt, die sehr herausstechen quasi. Ich habe zu dem Thema, und ich glaube, das ist auch ein guter Übergang hin quasi dann, es gab ja dann Medikamente zum Glück bald, das heißt bald, aber hat ein bisschen gedauert. Die Entscheidung der staatlichen und kommunalen Einrichtungen zum Verzicht auf Repressionsmaßnahmen und zur Unterstützung der von den AIDS-Hilfen angestoßenen, auf Aufklärung und Selbstverantwortung setzenden zielgruppenspezifischen Präventionsstrategie steigerte ab den späten 80er Jahren die gesellschaftliche Toleranz gegenüber Schwulen in einem bis dahin unerwarteten Maß. Und damit in Kombination noch verschiedene Umfragen belegen, dass seit Mitte der 80er Jahre die angewachsene Akzeptanz von Schwulen innerhalb der Gesellschaft etwas mit HIV und AIDS zu tun hat, ausgelöst vom Mitgefühl der Kranken und unter dem Eindruck der staatlichen Unterstützung für den schwulen Mitbürger. Ich habe das gelesen und dachte mir so, das ist die Grundlage, auf der wir heute Akzeptanz haben oder einen Teil davon. Ja. Ich war völlig überfordert damit irgendwie. Ja. Ja, auch ich, also mein Coming-out lag Anfang der 80er Jahre und ich kriegte durchaus mit, da ist HIV und AIDS, ich konnte also meine Sexualität drauf einstellen. Aber ich bin sozusagen komplett in der Nach-AIDS-Zeit oder in der AIDS-Zeit schwul groß geworden. Ja. Also dramatisch für jene, die vorher waren, die konnten nichts umstellen. Aber in der Tat auch für mich erst durch das Schreiben des Buches und hier in dem Fall Interview mit Rainer Schilling, der jahrzehntelang der Schwulenreferent bei der Deutschen AIDS-Hilfe war. Erst da habe ich begriffen, dass in der Tat HIV und AIDS so sehr die Sichtweise der Mehrheitsgesellschaft auf die Schwulen verändert hat. Und traurig, dass erst sowas passieren muss. Erstens traurig und zweitens natürlich, das relativiert auch sehr stark die Wirksamkeit von Emanzipationsgruppen oder von der Schwulenbewegung, die da immer glaubt, deswegen, weil wir zu 200 im Jahre 83 auf die Straße gegangen sind, hätten wir irgendwas verändert. Nix. Also große Veränderung des Ansehens der schwulen Szene, A, HIV und AIDS und B, die Lindenstraße. Jeden Tag in die Zimmer wurde übersandt. Der Öcker, nicht? Lindenstraße als eine Dauerberieselung vorabends. Da war ein Schwuler dabei. Da war ein Schwuler dabei und der hat wirklich ein sympathischer Schwuler, selbstverständlich. Natürlich ein sympathischer Schwuler, alle Schwulen sind sympathisch. Ja, und darüber haben, so ist meine ganz feste Überzeugung, das ist auch gestützt, darüber haben letztendlich wirklich die bundesdeutsche Bevölkerung mitgekriegt, man kann schwul sein und ganz normal. Das ist ja verrückt. Ja. Total verrückt. Aber ich sag mal, der Schwenk, dass man dann auch offen mit Fetischen umgehen kann, der kam ja erst viel, viel später dann. Also da geht es jetzt quasi, das ist ja jetzt erstmal die Basics, dass wir ja als drei Homosexuelle sitzen können und sagen können, ne, sind wir halt, ist halt okay. Dass das dann aber auch noch das Thema Fetisch, so wie wir es jetzt heute offen leben, dass das dann noch okay ist, das kam ja also ganz viel später. Das brauchte natürlich länger. Also du sprachst schon an, Medikamente, HIV und AIDS. Das erste war ACT in 85 oder 86 die Zulassung in Deutschland, womit wenigstens der Ausbruch der Krankheit verhindert werden konnte. Und 10 Jahre später haben wir dann die Kombinationstherapien und seither ist letztendlich HIV und AIDS kein drohendes Szenario mehr. Dann kommt noch PrEP dazu jetzt. Dann kommt PrEP dazu, sozusagen eine reine Lustdroge. Aber natürlich, die Ausweitung noch in den 80er Jahren, würde ich sagen, gab es Leder, es gab Uniform und Jeans. Das war diese Lederszene. Da musstest du dich ja quasi auch nicht
outen, dass du einen Fetisch hast, weil das hat man damals ja auch so getragen auf der Das Straße. Das ist ja kannst heute du so. immer noch alltäglich. Ja. Also Uniform, das war das. Okay, Uniform vielleicht nicht, aber eben ich sag mal Leder und Jeans und eine Lederjacke. Unproblematisch. Da ging jeder so auf die Straße in die Schule und alles mögliche. Man konnte auch Cowboy-Stiefel in den 80ern in den Schulen anziehen, ohne dass es auffiel. Also, spätestens mit aber noch Absatzschuhe. Ja, so ist es. Und Schlaghosen. Also da war viel möglich. Alles dabei. Aber ich denke gerade an die alten Familienbilder meines Vaters, der auch über seine Cowboy-Stiefel immer sehr glücklich war. Ich muss ihn mal fragen, ich habe Fragen. Ja, die kann man da auch haben. Die kann man haben. Aber trotzdem, HIV und AIDS war lange eine extreme Spaßbremse. Ja, kann ich verstehen. Und erst ab 95, 96 so hat sich das, natürlich, die ersten Jahre waren ganz tödlich. Ja. Da hat sich jeder zurückgezogen. Danach haben die Leute ein bisschen haushalterisch gearbeitet und haben gesagt, also einmal im Monat richtig krachen lassen. Aber und dann da auch nur mit dem Kreis so ungefähr. Aber da nur sozusagen in Augenmaß und Ähnliches. Und dann aber ab Kombinationstherapie, da hat es wiederum einen zweiten Knall getan und plötzlich ging alles und ganz, ganz viel und dann kam Skins und Punks und dann kamen sozusagen Arbeiter-Outfits. Ja. Dann wurde wirklich diese Lederszene plötzlich eine Fetischszene. Sie wurde bunt. Ja. Da wurde dann plötzlich auch Leder, da war nicht nur das schwarze Leder zulässig, sondern jetzt waren auch die sonstigen Motorrad-Outfits, Gackerlbunt oder textilig, nicht? Ja. Wild. Also über die Fetischszene kann man ernsthaft erst ab Ende des Jahrhunderts sprechen. Und auch das reflektieren wir in dem Buch. Ja, das merkt man, vor allem, wenn man mit den Interviews weiter nach hinten kommt zu den neueren Geburtenjahrgängen. Ja. Wo wir doch gleich am besten den perfekten Schwenk machen. Ich glaube, wir haben von der Vorgeschichte nichts vergessen, oder? Es gibt vielleicht nur eins in der Vorgeschichte. Also erstens, 100 Seiten Vorgeschichte klingt dramatisch. Ihr müsst es nicht lesen. Sind super spannend. Ich habe die an einem Abend gelesen. Ich will die nicht schlecht Aber reden. Es sind tatsächlich nur 50 Seiten, weil die Rest sind Bildstrecken, die genau diesen Wandel über diese Jahrzehnten illustrieren sollen. Und die letzten 2 Abschnitte nach dieser Jahrtausendwende und der Ausweitung der Fetischrichtung sind letztendlich Phänomene wie Pornografie, Virtualisierung, Internet-Eindringen, Rückzug der Szene. Was macht das mit uns? Wie real sind wir im Umgang miteinander oder wie fiktiv? Und das andere, die Zeiten werden, so ist der letzte Artikel, die Zeiten werden queerer. Das ist auch kombiniert mit einem langen Interview mit einem Hochschullehrer, der als Mädchen geboren und der irgendwann sich als schwuler Junge empfand, der dann über eine feministische Position zum Transmann wurde und heute ist er einfach ein ganz bedeutender SM-Meister. Also dieser Weg ist exemplarisch in diesem, die Zeiten werden queerer, Rollenverständnisse verändern sich, denn wenn wir zurückspringen, die Ältesten, die sagten also, supermännlich muss es sein. Ja, klar. Und keinesfalls tuntig. Daher auch die ganzen Bilder, die man hier ganz oft sieht, die halt wirklich super männlich sind in Leder. Du hast immer diesen Stereotyp tatsächlich drin. Fette Eier, so ungefähr. Ne? Und das hat sich gewandelt. Und das kann man natürlich in 50 Seiten Text alles nur anreißen. Ja, klar. Aber die Interviews zeigen das ja auch. Aber die Interviews führen das dann 300-400 Seiten. Klasse. Und ich finde tatsächlich, also gerade auch die Bilder und Illustrationen, also es ist wirklich auch gefühlt aus einer Vorseite, es ist wie so ein Geschichtsbuch ein bisschen, weil du blätterst durch und du hast alte Karikaturen ja auch einfach mit drin, die zwischendrin nochmal aufzeigen, wie war auch so die Sichtweise damals in der visuellen Form. Also total schön aufgearbeitet, wenn man da auch einfach dann zwischen den Artikeln immer mal wieder eine Auflockerung als Grafik drin hat. Ja. Dann steigen wir in die Interviews ein, oder? Ich habe mir ein paar rausgesucht. Ich weiß nicht, ob du auch... Ne? Ich würde tatsächlich vielleicht einmal vorab fragen, ja, weil mach mal. Wir haben das Thema jetzt ja mit diesem Buch, weil du, Markus, ja auch drin auftauchst. Ja. Ja. Tatsächlich, das wäre so ein bisschen vielleicht auch von mir einmal so grundlegend die Frage, wie bist du zu den Interviewten gekommen? Wie hast du deine Gäste, deine Geschichtenerzähler gefunden? Und vielleicht, wie habt ihr euch dann gefunden? Also wie bist du allgemein rangegangen und wie kam vielleicht Markus dann auch da ins Spiel? Das würde ich vielleicht einmal, bevor wir in Interviews einsteigen. Also ich bin ja lange genug im Milieu. Ja. Wenn man über 40 Jahre da drin ist, dann hat man ein dickes Adressverzeichnis. Da war ich nicht mit drin in dem Adressverzeichnis. Da warst du nicht drin, so ist es. Also da geht man schon ein bisschen durch und hat in der Tat viele Jahrgänge, denn wer in die Szene einsteigt, wie ich, der
lernt vielleicht auch Leute kennen, die ein paar Jahre älter sind und später dann ein paar Jahre jünger. Also man hat dann schon ein relatives breites Spektrum, wenn man viel reist, noch dazu. Das Zweite, Ende des Jahrhunderts war ich eben für ein paar Jahre Vorstand des Münchner Löwenclubs mit der Gründer des Undergrounds. Da kommen dann viele tausend Leute an einem vorbei, die man letztendlich auch, weil in Funktion, irgendwie kennenlernen kann. Und mittelbar über solche Leute, und es war eben hier einer deiner Freunde, Nürnberger, Benji Waters, sagte ich eben, schau doch mal in deinem Umfeld, weil irgendwo alarmt bei mir, der ich 60 bin, natürlich die Kontaktspanne. Also ich kenne nicht so viele 20-Jährige. Ja. Und insofern... Du bist doch als 20. So, geht runter wie Müll. Hier ist die Folge vorbei. Super, vielen Dank fürs Einschalten. Markus ist glücklich. Nee, ich muss noch einen draufsetzen. Ich wurde letztes Wochenende nach einem Ausweis gefragt bei einer Flasche Wodka. Das ist Schau mich nicht so schockiert an. Ja, okay. Also so lernt man die Leute kennen und in allen Fällen, ich hatte dann schlichtlich so etwa 120 Leute auf der Liste, dann spricht man telefonisch vorab mal, was hast du erzählen, soweit ich sie nicht persönlich kannte, wie erzählst du es und bist du vor allem bereit, dich mit vollständigem Namen, mit deiner bürgerlichen Vita vorstellen zu lassen, mit Fotos, denn wir wollen keine anonymen Pornogeschichten erzählen, sondern zeigen, wir zeigen Gesicht. Genau. Ja, wir zeigen Gesicht. Das Buch dient 2 Zwecken, der Emanzipation, also letztendlich unsere Entwicklung der Szene innerhalb selbst nach innen und natürlich nach außen Akzeptanz. Ja. Ich würde sogar noch einen draufhocken, für mich persönlich. Ich glaube, wenn ich bei dem Buch nicht mitgemacht hätte, würde es den Podcast heute nicht geben. Das hattest du auch gesagt und das fand ich auch ganz spannend, weil das war für dich ja auch dein Schritt. Also Instagram habe ich schon vorher gemacht, aber das ist ja schon noch mal ein bisschen anonymer, als jetzt sich in dem Buch wirklich, wie du schon sagst, mit Namen und so zeigen zu lassen. Das ist schon noch mal persönlicher. Und das hat auch nochmal was ausgelöst. Und am Ende des Tages habe ich gemerkt, ist ja gar nicht so schlimm. Fühlt sich eher gut an, drüber zu sprechen. Ja. Ne? Das war schon die Grundlage. Und da bin ich auch Benji, sehr dankbar, dass er mich gefragt hat, der auch in dem Buch vorkommt, da kommen wir nachher auch noch zu, weil es einfach ein interessantes Erlebnis war. Wir kennen uns jetzt auch schon seit über 2 Jahren mittlerweile. 2 Jahren, ne? So ist es. Ende 22 ging das los. Also die Besprechungen des Buches heben auch hervor, dass es erstaunlich sei, mit wie viel Offenheit und Haltung die Leute sich und ihr schwules Leben präsentieren. Und wie vielen Leuten wir am Ende damit vielleicht helfen, dass sie offener damit umgehen. Also das haben wir jetzt beim Podcast schon extrem oft das Feedback bekommen und auch ganz viel Dankbarkeit am Ende des Tages auch, dass viele einfach durch unsere Offenheit gemerkt haben, dass sie es auch mal ausprobieren können und damit gute Erfahrungen gemacht haben. Mag jetzt vielleicht nicht bei jedem funktionieren, weil jedes soziale Umfeld ist anders, aber wenn man es nie versucht hat, dann hat man es nie versucht. So. Solche Geschichten helfen ja auch, also jetzt so blöd das auch da wieder klingt, aber ich habe, als ich in diese Fetischwelt reinkam, war ich ja auch so ein bisschen so, okay, nee, ich habe eine Beziehung, in der Beziehung spielt Fetisch gar keine Rolle. Und dann war so der Punkt, wo ich so merkte, okay, ist doch ganz interessant und du warst so mit einer der ersten, die ich auch auf Instagram wahrgenommen habe, einfach weil du natürlich eine große Zielgruppe hast. Und man sieht dann ja auch diese ganzen Charaktere so ein bisschen ja auch, Vorbild klingt jetzt sehr groß und mächtig, würde ich mich jetzt nicht als Vorbild sehen, aber ich weiß, was du meinst. Genau, das ist so ein bisschen so, okay, wow, der geht damit so offen um. Ja. Dann kann das ja gar nicht so verkehrt sein. Es kann ja gar nicht verboten sein. Also man hat ja auch so Blockaden im Kopf und mittlerweile gehe ich, seitdem wir diesen Podcast machen, in Jogginghose raus. Ach, wirklich? So. Hast du es geschafft jetzt? Ich gehe mittlerweile in Jogginghose Herzlichen und in TNs Glückwunsch. Ganz normal raus. Nein. War sogar letztens im Büro damit. Die Kollegen guckten mich komisch an, weil sonst bin ich immer sehr adrett gekleidet tatsächlich. Habe ich es endlich geschafft? Aber tatsächlich, auch da dieser Podcast hat mir persönlich was gebracht, einfach weil ich denke, nee, ich mach das jetzt Schreibst einfach. Du uns dann auch mal eine E-Mail und bedankst dich? Ja, genau. Ich schreibe eine E-Mail an moin@schwarzundeng.de Oder eine Nachricht bei Instagram. Oder bei Instagram, genau, schwarzundeng.podcast. Eure Fragen einfach dahin. Hätten wir das auch mal wieder. Ja. Das fällt mir auch dazu an, das ist genau dieser Punkt, was ihr uns ja auch immer schreibt, genau dieses Feedback, Mut zu sprechen, einfach zu sehen, okay, das ist nicht schlimm. Diese Blockaden, die ich im Kopf habe, die sind einfach nur bei mir und meistens zumindest, je nach Umfeld. Genau, man muss einfach zu sich stehen, das ist ein Prozess, ich will jetzt auch gar nicht sagen, das ist jetzt von heute auf morgen, aber also das hat auf jeden Fall bei mir geholfen, das Buch, und da bin ich auch Benji sehr dankbar, der übrigens Instagram sogar vor mir gemacht hat und den habe ich 2019 im Underground in München kennengelernt. Also da schließt sich der Kreis sogar noch. Wir haben uns in der Umkleide damals irgendwie kennengelernt. Als ich da das erste Mal war, ganz, ganz unbedarft noch und schüchtern so in so einen Club mal zu gehen.
Und da habe ich damals aufgeguckt, einfach, der geht da so offen mit um, weil er war damals schon viel weiter als ich. Er hat ein Instagram-Profil, zeigt Gesicht und da habe ich ja Jahre noch gebraucht, bis ich da hingekommen bin. Und dann jetzt aber, dass er mich gefragt hat, an dem Buch teilzunehmen, das ist, der hat mir da sehr geholfen tatsächlich. Also war er der mich quasi dazu gebracht hat, dass ich damit offen umgehen kann. Ja. Und jetzt bringen wir vielleicht andere dazu mit dem Format. Also für mich selbst war auch bei all den Interviews tatsächlich dieses Coming-out-Fragen. Das erste als Schwuler, das zweite als Fetischist. Ja, hatten wir, glaube ich, sogar schon mal ein zweites Coming-out. Bemerkenswert, wie das über alle Altersgruppen hinweg leicht sein kann oder schwer sein kann. Ja. Dass aber durch die Bank man sagen kann, die Hürde ist nur und ausschließlich im eigenen Kopf. Ja. Nirgendwo ist auch nur ein einziges Beispiel, wo man sagen will, die Rahmenbedingungen machten es unmöglich. Ja. Das ist nicht der Fall. Unmöglich das vielleicht nicht, aber schwieriger zumindest teilweise. Natürlich schwieriger, aber es passiert im eigenen Kopf. Ja, viel passiert im Kopf, das weiß ich auch mittlerweile. Kopf und das eben nicht nur heute, sondern gleichermaßen bei den ganz frühen Jahrgängen. Ja. Also wir haben hier die ersten Jahrgang 1940 und 1944. Da hat man das Gefühl, die haben da gar kein Problem gehabt. Die hatten ein Selbstbewusstsein und kamen problemlos rein. Ja. Wohingegen der Jahrgang 42, der hat sich noch in den 70er Jahren mit Selbstmordgedanken getragen. Tatsächlich habe ich das auch gerade aufgeblättert, dann steigen wir gleich mal ein. Ja. Das ist mir auch bei manchen Interviews, also das war ganz wild. Du liest das eine Interview von fast dem gleichen Jahrgang, der ist irgendwo in der einen Stadt aufgewachsen, der andere ist irgendwo im Land aufgewachsen, aber beide in Bayern. Der eine hat den größten Spaß seines Lebens gehabt in den jungen Jahren in München schon, obwohl es ja damals sogar noch illegal war oder strafverfolgt. Und der andere hat irgendwie sehr, sehr lange mit sich zu kämpfen gehabt und Selbstmordgedanken gehabt. Und eigentlich sind die genau in der gleichen Zeit aufgewachsen. Nur halt verschiedenes Umfeld. Und das kann ja heute immer noch passieren. So, aber das jetzt mal in einer Reihe zu lesen, innerhalb von 10 Seiten, dieses Konträre, das war echt harter Tobak teilweise. Ja. Aber auch trotzdem schön zu sehen, auch da wieder zu sagen, es ist nicht selbstverständlich, was wir hier heute haben. Ja. Also tatsächlich war bei mir ganz viel Dankbarkeit am Ende nach dem Buch, als ich es gelesen habe, einfach zu verstehen, dass das Glück ist, was wir hier haben. Total. Ja. Ganz klar. Aber dass man im Endeffekt selber viel auch gestalten kann. Im Endeffekt, wenn man sich nicht wohlfühlt, muss man halt schauen, ob man was ändert an seinem Umfeld. Und entweder die hatten Glück und hatten schon ein entspanntes Leben, sage ich mal, die ersten Jahre, oder sie haben was geändert dann irgendwann. Und hatten dann vielleicht ein zweites Coming-out und haben sich dann ihre Welt halt im Fetisch schön gemacht. Ich glaube, das passiert überall. Es ist eine Entwicklung. Also keiner fällt als Gummityp vom Baum. In Gummi geboren werden wäre spannend. Ja. Mit ein bisschen Öl dazu. Ja. Kann mir vorstellen, dass es gut flutscht. Auf jeden Fall für alle da draußen, ne, als Empfehlung. Wobei wir haben wenig Frauen tatsächlich hier, wahrscheinlich als Zuhörer. Haben wir auch. Wollte ich gerade sagen, ja, wir haben auch mittlerweile weibliche Zuschauerinnen und Zuhörer. Hello. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen. Sieht man auch auf Instagram. Wir haben immer mehr Frauen, die uns auch folgen. Das ist wild. Ganz spannend. Und auch aus dem Hetero-Bereich mittlerweile einige. Mittlerweile folgen unserem Fetischprofil übrigens auch Menschen hier aus Buchholz. Darf ich diese eine Frau grüßen? Oh, ja. Oh, okay, es tut mir leid, wir müssen an dieser Stelle mal ganz kurz einmal einen Cut machen. Also wir werden jetzt nicht ihren Namen sagen, weil sie weiß ganz genau, wer sie ist. Wir haben ich bin ja in einer Firma für Veranstaltungstechnik tätig und wir statten hier eine Bank immer mit Technik aus bei Veranstaltungen. Und da gibt es eine Angestellte, die dort arbeitet und mit der ich ganz oft zu tun habe, weil wenn wir Livestreams für diese Bank zum Beispiel machen, dann ist sie bei uns immer im Studio mit dabei und wir verstehen uns super und dann sitzen wir da immer und machen diesen ganzen Livestream für den Vorstand und auf einmal kam eine Nachricht von ihr und sie hat sich für unseren Podcast bedankt und hört ihn jetzt immer bei der Hunderunde. So, und jetzt geht die Story nämlich weiter. So, da darfst du jetzt gerne übernehmen. Danach hatten wir relativ viel Kontakt plötzlich miteinander, als ich mit der Dame, weil sie Fragen hatte zu Berlin und in Hamburg auch öfters mal unterwegs ist und im KitKat zur Piepshow, wo ich auch bin und sie es total geil findet. Und ich so, oh mein Gott, wie cool ist das bitte? Es ist herrlich. Und dieser Podcast verbindet auf einmal so. Und am Anfang dachte ich, oh Gott, wie unangenehm. Das ist im Endeffekt ja eine Kundin. Nee, ist gar nicht. Das ist total cool. Aber es ist einfach mega geil. Deswegen ganz liebe Grüße gehen raus. Wenn du uns hörst, du weißt ganz genau, dass du jetzt gemeint bist. Und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Veranstaltung, wo wir wieder zusammensitzen und einen Livestream machen. Und mir wollte sie mal im KitKat Hallo sagen, wenn sie mich sieht. Mit dem Stichwort. Soll ja mal vorkommen. Spannenderweise hast du genau die Seite aufgeblättert. Die du auch offen hast gerade. Ja, weil das
ich muss tatsächlich gestehen, ich bin durchs Buch zurück zum roten Faden, zum Buch. Für alle, die wir sind wieder im Buch zurück. Tatsächlich, ich bin durchs Buch einfach, weil ich auch wieder, wie immer, Arbeit, Stress. Ich bin ein bisschen durchgeflogen. Wie unerwartet. Aber tatsächlich, und das finde ich an dem Buch gut, man kann da auch gut durchfliegen. Denn, wie Markus auch anfangs gesagt hat, es gibt ganz viele Passagen, die sind immer in Fett gedruckt. Das sind die Kernaussagen, die halt da durchkommen. Und du hast die schlimme Bilderung. Und genau das, was wir schon angesprochen hatten, AIDS, HIV, Wumms, das hat quasi nochmal so einmal einen kompletten Dämpfer reingebracht. Und da gibt es in dem Interview von Peter Sülau, Jahrgang... Aus Hamburg sogar. Genau, aus Hamburg, 1954. Geboren. Finde ich ganz spannend, weil der sagt tatsächlich, die 70er Jahre waren sexuell einfach revolutionär. Also genau das, was wir eben angesprochen hatten. Und dann kommt genau das Zitat wieder, ab 1986 ist fast mein gesamter Freundeskreis an AIDS weggestorben. Ja. Das zeigt genau das, was wir auch anfangs ja eigentlich jetzt eben gerade schon hatten, dieses Ding von so, es blüht komplett auf und dann kommt dieser Dämpfer und er redet auch von dieser Ungewissheit. Wo er auch ganz klar sagt, man wusste ja anfangs noch nicht so viel über Inkubationszeit und wie genau der Krankheitsverlauf ist. Und es war einfach diese Ungewissheit in der ganzen Community drin und keiner wusste, wie geht es jetzt weiter und was kommt. Das ist bei dem Interview mit Peter sehr, sehr schön, wobei dessen Schwerpunkt interessanterweise auf der Veränderung der Hamburger Szene durch HIV und das war AIDS, durchaus spannend, das Interview. Wohingegen es weiter hinten einen gibt, ich glaube Jahrgang 60, Dieter Weißenborn, der schreibt minutiös, wie bei ihm Infektion, Erkrankung, Einlieferung, eine Helferzelle und wir bringen sie nicht mehr durch, verständigen sie ihre Angehörigen, das verrentet werden und dann gerade noch von der Schippe gesprungen, weil es eben Medikamente dann plötzlich gab. Ja. Glück gehabt. Also extrem genau beschrieben, was das eigentlich bedeutet, wenn man von heute auf morgen sich in völlig anderen Umständen findet. Ja. Um nochmal bei dem Peter Sülau zu bleiben, weil ich den auch markiert hatte. Der, wie du schon sagst, sein Interview fängt ja an mit der Veränderung der Hamburger Schwulenszene. Fand ich natürlich ganz spannend, weil wir hier ja nun mal wohnen. Ja. Da ging es ja damals in den 70ern echt wild zu. Er schreibt hier so, er war damals irgendwie in den Parks zum Cruisen unterwegs, an der Alster, an der Kennedy-Brücke. Ich meine, alle, die jetzt hier im Norden wohnen, kennen das alles. Ja. Und dann war der hier so mit 18 und 20, das war ja dann Mitte der 70er, war der da ganz wild in Hamburg unterwegs. Oder halt auch im Tom's Saloon, den es ja damals wohl offensichtlich auch schon gab und heute immer noch gibt, wo unsere Schwarz und Eng Schwesterformat ja stattfindet, jeden letzten Freitag im Monat, um das mal wieder publik zu machen. Werbung. Und auch da gab es wohl in St. Pauli und St. Georg ganz viele Angebote. Lorelei hatten wir vorhin schon, Saunaclubs in Uhlenhorst, ganz wild. Ganz wild, und er schreibt vor allem sehr schön darüber, er ist gerade noch so hingekommen, um diese alte Szene zu erleben, also mit Gucktürchen, wo wirklich gar nichts von außen erkennbar ist, dass es ein schwules Lokal sein könnte. Man klingelte, klopfte, das Türchen ging aus, der Türsteher sagte, wir kennen dich oder wir kennen dich nicht. Ja. Und dann gehst du rein und dann findest du dich eben in einer alten, bürgerlichen, homosexuellen Welt wieder. Ja. Und zeitgleich machte die junge, frische Szene in St. Georg auf. Was das für ihn dann bedeutete, da bin ich nicht. Also das ist ganz toll, dieser Wandel der Hamburger Szene in den 70er Jahren. Und mittlerweile ja auch, ich sag mal, Minimierung. Also von den Lokalitäten, die er benannt hat, gibt es ja effektiv nur noch das Toms. Darüber jammert er auch und er schiebt es nur auf den schnellen Zug nach Berlin, was ich falsch finde. Darüber sprachen wir in meinem Interview ja auch tatsächlich, dass es in Hamburg ja effektiv noch das Toms und das Slut gibt und dann nicht mehr so viel. Also es gibt natürlich noch einige klassische Schwulenbars auf der langen Reihe in St. Georg, aber ich sag mal, das Fetischangebot in Hamburg ist aus vielen Gründen weniger geworden. Ich glaube, das ist auch der einleitende Text von meinem Interview, glaube ich. Da geht es auch darum, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Aber ja, es geht halt auch relativ schnell nach Berlin zu kommen. Ist ein Grund natürlich davon. Es ist nur ein Grund, einer von denn vielen. Es gab auch Zeiten, da gab es in jeder Kleinstadt eine schwule Einrichtung. Wahnsinn, also das Verschwinden von Kneipen, von Saunen, von Treffpunkten, das ist nun ein Phänomen. Ja. Ich bin hier mittlerweile im Jahrgang 69 angekommen in Weinbebbern. Ich muss gerade mal verstehen, warum ich das hier markiert habe. Ach hier, guck mal, sind wir schon wieder bei Berlin. Ich habe hier, irgendwie bin ich gestern da ja auch einmal nochmal durch und jetzt weiß ich, warum ich es markiert habe. Und zwar, weil er schreibt, Berlin war eine echte Wundertüte und Anfang der 90er Jahre war die Stadt so bunt und tolerant, so voller Möglichkeiten wie nie zuvor. Und erwähnt dann auch,
tatsächlich, dass er dort viel ausgegangen ist, unter anderem ins KitKat, ins Ostgut und dass er darüber quasi Anfang der 2000er auch in die BDSM-Fetisch-Szene reingerutscht ist und dann aber auch das Quälgeist 2004 entdeckt hat, das es heute auch noch gibt, wo ich sehr gern Gast bin. Das war für mich so einfach schön zu lesen, zu sagen, wow, wie lange gibt es dann doch jetzt in Berlin schon einige Lokalitäten, wie viel Geschichte die haben und wo ich ja heute auch wieder gern hingehe oder ja auch die jetzt jünger nachkommen, einfach eine Anlaufstelle haben. Also im Quälgeist gibt es so viele verschiedene Veranstaltungen, Youngster und die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt, was es da an verschiedenen Fetischen gibt, die da jetzt eigene Veranstaltungen haben, über die Wochen oder Woche verteilt. Und das KitKat gibt es ja auch immer noch, da bin ich ja auch Dauergast. Ja. Du gehörst schon zum Inventar. Ich habe da ein eigenes Zimmer angemietet. Wäre für dich ganz praktisch. Ja. Ja, dieses Interview mit Bernd Friedrich, das du angesprochen hast, 69, ist in vielerlei Hinsicht bemerkenswert. Das ist der ganz große Motor von Quälgeist, der Typ, 20 Jahre lang. Gut zu wissen. Und er zeigt sehr deutlich, wie in dieser Zeit, Wundertüte der Möglichkeiten, die Möglichkeiten sich ausgewalzt haben, bis hin, im Quälgeist definierst du Abend für Abend deine eigene Rolle, dein eigenes Geschlecht, deine Identität. Und niemand wird dich fragen, also ein Safe Space par excellence. 100%. Wird dich nicht fragen, aber warum denn heute das? Du warst doch gestern jenes. Ja. Das interessiert nicht, sondern die Leute können sich ausleben. Dieses sich ausleben können in der Vielfalt unserer Szene, das ist so das ganz große Thema von Bernd Friedrich und auch die Bilder, die es dazu gibt, die machen mindestens schmunzeln. Auf jeden Fall. Kleine Anekdote dazu noch. Ich saß gestern im Café mit dem Buch. Das wollte ich dir sowieso noch fragen, ja. Ich saß gestern im Café. Das ist in einem Klamottenladen in Hamburg so eine kleine Ecke, wo ein Café ist. Da sitze ich mittags sonst ganz gerne und trinke meinen Espresso. Und da hatte ich gestern irgendwie Bock drauf und es war rappelvoll, weil natürlich viel los war in der Stadt. Und ich saß dann mit dem Buch, es lag erstmal so mit dem Deckel auf dem Tisch und so, spielen am Rand. Und der neben mir guckte schon mal so ein bisschen rüber. Und dann durch die Interviews durchblättern ist ja erstmal, auf den ersten Blick sieht man nichts Verwerfliches, aber du kommst über die Bilderstrecken drüber und da blätterte ich dann teilweise schon etwas schneller, weil ich mir dachte, der neben mir... Obwohl wir ja sagen dürfen, es gibt keine pornografischen Bilder. Nein, überhaupt nicht. Aber es gibt Bilder, die wir lesen können, in denen wir verstehen, worum es geht. Das ist der Punkt. Ich glaube einfach, dadurch, dass wir damit tagtäglich Berührungspunkte haben, blättern wir so drüber, wie wenn jemand anders durch eine Zeitung blättert oder durch eine Fernsehzeitschrift. Es sind wirklich ästhetisch schöne Bilder. Also wenn ich mir sowas jetzt hier angucke, was ich gerade offen habe, da sind wirklich gut aussehende Männer in Gummi, in einer Industrieumgebung. Das ist wirklich geil. Aber wenn meine Eltern das sehen würden, die würden da auf das Bild nicht klarkommen. Genau, nee, das würde ich nicht verstehen. Ich gucke mir das an und denke mir so, schön. Also die meisten Bildstrecken da drin sind auch von einem ganz renommierten Fetischfotografen, Uli Richter, London, Berlin. Und aus seinem Archiv mit Zehntausenden von Bildstrecken konnte ich auswählen, könnte ich frei auswählen. Ja. Und das erlaubt eben auch auf einer hohen Qualität alle möglichen Fetischrichtungen exemplarisch darzustellen. Ob das eben Gummi ist oder ob das Spanking ist oder ADSL. Also es gibt wirklich alles drin. Und es gibt auch noch weitere Künstler, die was beigetragen haben. Andreas Fuchs, ein Berliner Fetischfotograf, oder Sepp of Vienna mit ganz großen Grafikwerken. Oder auch frühe Fotografien eines Hamburger Fotografen, Gerd Pohl, die uns schon optisch einfach in ganz andere Zeiten verführen. Das sieht man auch im Verlauf des Buches, wird es ja bunter. Es wird bunter, im wahrsten Sinne des Wortes bunter. Sehr, sehr bunt, ja. Ich habe noch ein cooles Interview gefunden, beziehungsweise das passt ein bisschen zu mir, deswegen habe ich es mir markiert. 83er Jahrgang. Der so ein bisschen davon berichtet, hier Tommy Bittner, der finde ich ganz spannend, weil das ist ein Abschnitt von mir. Der erzählt ein bisschen von einer offenen Beziehung, da bin ich ja mit dabei, und erzählt ein bisschen davon, wie er das erste Mal gefistet wurde, und da habe ich, musste ich so lachen, weil ein Satz daraus ist, ich habe vor Freude und Glück geheult, als er die erste Faust im Arsch hatte. Habe ich jetzt zwar nicht, aber ich kann es irgendwie nachvollziehen. Ja. Und ein anderer Kommentar war tatsächlich auch, wo hat das denn geschrieben? Der Abschluss, wenn er dann am nächsten Tag ins Büro geht und seine Chefs sagen, na, wieder guten Sex gehabt. Ja. Weil er so strahlte, weil er so glücklich war. In der Tat, dieses Interview mit Tommy Bittner, Oberlausitz, hat auch mich sehr, sehr bewegt, weil ich nun überhaupt nicht in der Fister-Szene zu Hause bin, aber der in einer Art und Weise eine sexuelle Präferenz zu beschreiben weiß,
in einer ganz sympathischen Art und Weise. Man versteht, selbst wenn man selbst nicht spürt, aber man versteht, man sympathisiert und das ist das Ziel des gesamten Buches. Ja. Nochmals, an wen adressiert sich's? An uns selbst, die wir Teil der Szene sind, aber auch an jene, die im sympathisierenden Umfeld sind. Wie viele haben deswegen auch das Buch der Mitwirkenden beispielsweise in ihrem familiären oder freundschaftlichen Hetero-Umfeld verteilt, um den Leuten Einblick zu geben, ohne sich zu grob präsentieren zu müssen. Meine Mama hat tatsächlich mal ein Interview sogar gelesen, war eins der Bilder, das da abgebildet ist. Ja, das hat meine Mama hat eins der Bilder gemacht und ich musste damals ja alle fragen, die Urheberrechte an den Bildern haben, ob ich die verwenden darf. Und dann meine Mutter so, was willst du denn das Bild verwenden? Ich so, ja, ein Interview, was für ein Interview? Und dann habe ich sie wirklich gefragt damals, ob sie das Interview lesen möchte. Ja. Am Ende meinte sie so, ich weiß nicht. Und ich dachte mir so, das war damals auch der Punkt, wo ich dann damit anfing, offen umzugehen Richtung meiner Family oder zumindest meiner Mutter. Und dann habe ich ihr das Interview damals irgendwann gegeben. O-Ton, nachdem sie es gelesen hat, ja, das, wenn ich es nicht gelesen hätte, wäre es auch okay gewesen. Ich glaube, die wollte das einfach gar nicht wissen. Ne? Aber es war mir egal. Ja. Das gehört zu mir. Ja. Meine Schwester weiß da mittlerweile auch ganz viel. Die hört auch den Podcast übrigens. Liebe Grüße an meine Schwester, falls sie mal wieder eine Folge anhört und hat da toll reagiert drauf. Von daher, das musste einfach sein. Führte gar kein Weg dran vorbei. Vor allen Dingen, weil sie gefragt hat, für was das Bild ist. Ja. Ein letzter Satz aus dem Interview von Tommy Bittner noch, den ich 100% fühle. Ein Freund sagte mir einst, man werde sexuell im Leben immer derber. Da haben wir uns vorhin auf der Fahrt hierher drüber unterhalten. Das ist mir hängen geblieben, als ich mich die letzten Tage nochmal wieder intensiver mit dem Buch beschäftigt habe. Es ist leider so, irgendwie. Nicht zwangsläufig. Es gibt genügend Zeugnisse auch da drin von Leuten, die irgendwann an eine gewisse Grenze stoßen und sagen, irgendwann ist mal bis hierhin und nicht weiter. Oder schon an der Stelle sagen, und das ist mir jetzt eigentlich zu viel. Okay, aber ich gehe noch mal einen Schritt zurück. Aber es gibt ja trotzdem erstmal die eine Richtung, dass man derber wird und irgendwann erreicht man halt einen Punkt, wo es einem zu viel wird oder wo es reicht. Oder wo man das gefunden hat, was einem halt Spaß macht. Und da fangen viele jetzt heute schon mit 17, 18, 19, 20 an. Ich habe erst mit Ende 20 angefangen damit. Nein, ich bin ja 20, habe man heute gelernt, aber... Ja. Ende 20, du bist blutjung. Ja. Tatsächlich, was ich auch... Du bist auch hängen geblieben hier. Genau, was ich mal auch das wird in ganz vielen Interviews, kommt es auch mal so ein bisschen zwischen den Zeilen hervor. Hier ist es aber auch noch mal bei dem Martin Korinth, Baujahr 85. Da merkt man so ein bisschen auch, dass, also so gerade so Mitte, Ende 80er, also genau diese Geburtenjahrgänge, ich sag mal, was die neue Zeit ist, wo wir jetzt ja gerade auch einfach uns gerade in der oder drin wohlfühlen einfach. Dieser Punkt, was wir auch in der letzten Folge bei uns mit angesprochen hatten, Thema offene Beziehungen. Auch da die Aussage, Monogamie ist doch nicht glaubwürdig. Das hattest du ja auch irgendwie noch gesagt. Und wie sich Fetisch und Sexualität auch einfach verschieben. Und der sagt, ich muss ganz kurz bei der Monogamie einhaken. Es gab auf YouTube zur letzten Folge mit der offenen Beziehung, gab es einen relativ langen Kommentar tatsächlich, dass wir suggerieren, dass es in der schwulen Fetischwelt oder in der schwulen Welt nur offene Beziehungen gibt und dass das Maß aller Dinge ist. Dem möchte ich zu 100% widersprechen. Ja. Wir haben von unseren Beziehungen erzählt, von unserem Beziehungsmodell, dass das für uns funktioniert. Was andere machen, jeder soll damit glücklich sein. Wenn ihr monogam leben wollt, dann macht das bitte. Genau. Ich kann nur aus Erfahrung halt sagen, dass es für mich nicht funktioniert. Genau, da muss jeder wirklich definitiv seinen eigenen Weg finden. Und natürlich suggeriert irgendwie ganz viel, ich sag mal, wenn ganz viele in einer offenen Beziehung sind und jeder mit jedem, das suggeriert natürlich schon, dass die Community in die Richtung eher geht. Aber am Ende ist es eine Entscheidung, die jedes Paar für sich natürlich treffen muss. Ja. Ne? Es ist ein Teil der Szene. Es gibt Leute, die sehr promisk noch immer sind. Und es gibt selbstverständlich Leute, die sehr monogam sind. Und es gibt auch bekanntermaßen ziemlich sexlos lebende Paare vor allem auch. Ja. Dieses Buch hat mehrere rote Fäden, wenn man so möchte, wie ein ganzes Bündel oder Themen, die überall in jedem Interview vorkommen. Das ist immer der Einstieg, das Coming Out und selbstverständlich immer die Frage, in welchen Beziehungen eigentlich haben sie gelebt oder wollen sie leben. Irgendwo einer sagt über seinen jüngeren Freund, er ist zu jung für Treue, ich zu alt dafür. Es gibt Paarbeziehungen, Dreier, die funktionieren. Ja. Es gibt Dreier, die nicht funktionieren. Es gibt Beziehungen von sehr viel Älteren und sehr viel Jüngeren. Und zwar nicht aus wirtschaftlichen Motiven, sondern weil es offensichtlich auch sexuell genauso funktioniert oder auch menschlich so funktioniert. Also es gibt so viele Varianten, die da zum Ausdruck kommen, bis hin auch ein wunderbares, eine SM-Beziehung zwischen zwei und der Sklave hat immer heftigeres
Schläge letztendlich, alles Mögliche verlangt und sein Meister wurde an seine Grenzen geführt und hat gesagt, das kann ich nicht mehr. Ja. Die antun quasi. Die haben sich getrennt, nur deswegen, weil dem Meister das irgendwann einfach zu heftig wurde. Ja, Wahnsinn. Also es gibt ganz viele Varianten. Stimmt, wenn ich so drüber nachdenke. Und deswegen, das ist schon ganz wichtig zu sehen, es gibt nicht nur eine Art. Nee, es gibt keine richtige Art. Genau. So. Und das als Ergänzung zur letzten Folge mit der offenen Beziehung sollte man sich vielleicht das Buch mal angucken, wenn man denkt, dass wir nur die offene Beziehung in die Vordergrund stellen. Es war ja tatsächlich gut. Es ging in der Folge auch primär natürlich darum, deswegen war es natürlich... Ich kann von keiner monogamen Beziehung erzählen, weil ich keine habe und auch keine hatte schon seit langem nicht mehr. Ja, genau. Tatsächlich, auch das, was Markus auch schon in den letzten Folgen ja auch einfach immer wieder gesagt hat, auch eine Aussage, die 1:1 von dir kommen könnte. Ja. Mein Freundes- und Bekanntenkreis hat sich im Laufe der Jahre einfach in Richtung Fetisch verschoben. Das hatten wir bei dir ja auch mal als Thema, als es auch um Schwulfeiern ging und so, wo du auch meintest, das gehört für dich einfach mittlerweile wie dazu. Ich war sogar kurz davor, dann Bepper reinzukleben tatsächlich, weil das Zitat fühle ich. Und eins sei zu Martin noch gesagt, das war eine der Personen, zu denen ich immer aufgeguckt habe, weil der schon in den ganz frühen Jahren, wo ich noch extrem jung war und unbedarft mit Rubber und mit Offensein, ist der mir schon immer irgendwie im Internet über den Weg gelaufen, auf Romeo-Profilen, irgendwie bei CSDs ist der in München mit rumgelaufen. Ich weiß seit Tag 1, dass der irgendwie für Siemens arbeitet und dass er Rubber mag und damit öffentlich rumläuft. Und dann habe ich das Interview gelesen und dachte mir so, Mensch, jetzt schließt sich der Kreis, jetzt bin ich auch quasi endlich soweit. Wie er damals schon war und ich dahin aufgeguckt habe. Und er hat sich früh engagiert in U25 oder U24-Veranstaltungen. Der ist mir immer wieder beim Weg gelaufen irgendwo. Ja. Ganz faszinierend. Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ein sehr schicker Kerl und auch ein toller Jahrgang. Also wollen wir mal wieder einen Aufruf starten für dich? Wir starten nie wieder einen Aufruf. Also erstmal Dank an alle draußen, die sich gemeldet haben. Als Markus gesagt hat, schreib doch mal Alex bei Romeo. Es hat wunderbar funktioniert. Mein Postfach war einfach am Überlaufen von Nachrichten. Ich habe aber jeder brav geantwortet. Ich habe jedem ganz nett geschrieben, weil ich möchte jetzt ja auch nicht der sein, der nicht antwortet. Vielen Dank für alle Nachrichten, die kamen. Ihr dürft das gerne wieder machen. Ja, ich freue mich auch über Nachrichten. Aber, haben wir den Top gefunden jetzt? Man schweigt ja auch mal, ne? Okay, gut. Vielleicht in einer anderen Folge mehr darüber. Geschichten aus dem Schlafzimmer dann. Ja. Herrlich. Da landen wir doch beim nächsten Jahrgang und das ist mir eine sehr wichtige Person, der liebe Benji. Von dem sprachen wir vorhin ja schon. Ich habe das Interview natürlich markiert, weil, hallo lieber Benji, du hast mich zu dem Buch gebracht und auch zu vielen anderen Dingen. Den hatten wir auch auf der Vollsom bei uns hier auf dem Sitzsack sitzen. Das stimmt. So, den hatten wir schon der Lederanteil war das ja damals. Lecker. Ja. Genau. Ich glaube, das Interview sollte man sich einfach durchlesen, weil er relativ ähnlich wie ich auch sehr breit unterwegs ist, was Fetische angeht. Und er hat sich ja auch selber als Multiking und einfach einen großen Einfluss auf mich hatte. Ich glaube, das ist ihm manchmal gar nicht so ganz bewusst. Ja, dieses Interview war für mich auch ein ganz, ganz wichtiges im Vorfeld, weil ich wusste, bei Benji und jenen in seinem Altersspektrum, da wandelt sich die Umgangsform in der Szene deutlich weg von dem, was mir bekannt war, also die Klappe, die schwule Einrichtung, die Bar. Ja. Oder die AIDS-Hilfe, wenn man möchte, hin zu einem sich wirklich übers Internet problemlos kennenlernen, sich wahrscheinlich wesentlich zielgerichteter auch kennenlernen können und trotzdem den Sprung in die Realität zu schaffen. Das hat er eben sehr, sehr schön auch dargestellt und dafür steht ihr natürlich, weil ihr eben in dieser Form auch letztendlich schwul sozialisiert seid. Ja, das stimmt. Ja. Und tatsächlich auch da eine Aussage, womit er auch einfach recht hat, was ich allein nur in meiner kurzen Zeit einfach merke, wo ich jetzt in dieser Fetischwelt drin bin. Weil im Interview hast du gefragt, wie sich dein Fetisch über die Jahre hinweg verändert. Und er sagt ganz schön, man altert mit seinem Fetisch. Ich habe viel ausprobiert bis hin zum Extremen, aber irgendwann hat man doch seine gewisse Art gefunden. Da probiert man dann nicht mehr aus. Finde ich ein sehr, sehr schönes Zitat, dass man mit seinem Fetisch altert und sich einfach irgendwann zu Hause fühlt in seiner Ecke, aber trotzdem immer noch mal wieder so ein bisschen links und rechts guckt. Aber dieses Ausprobieren, dass auch der Fetisch einfach immer wandelbar ist und nie festgeschrieben ist, merke ich ja an mir selber auch. Also möchte ich unterschreiben. Wenn du so viel ausprobiert hast wie Benji, reden wir nochmal, weil ich glaube, der hat wirklich alles ausprobiert. Ein paar Jahre habe ich noch. Das ist echt spannend und dagegen mache ich schon Waschgang-Fetisch. Teilweise. Ja, ihr habt beim Durchblättern, seid ihr jetzt gerade auf dem Interview mit Hogert, Sherzad Adel. Ja, den hast du, glaube ich, auch markiert. Ja.
Denn das ist... Den kenne ich auch. Den kennst du, ja. Mit dem hatte ich auch ein bisschen geschrieben zwischendurch mal. Ja, ein geborener Iraki, Flüchtlingsgeschichte, als unbegleiteter Minderjähriger nach Deutschland gekommen. Wie so einer nicht nur die Szene findet, sondern was bringt so einer eigentlich von zu Hause im Irak mit? Ja, was gibt es da für eine sexuelle Szene für einen Minderjährigen? Also unglaublich. 91 geboren, also ist ein Jahr älter als ich, kam aber, glaube ich, erst mit 13, 14 nach Deutschland und von hat dann mit 0 gestartet quasi hier. Und ist dann aber in die Szene reingerutscht und hat aber, ich sag mal, also nicht negativ gemeint, reingerutscht und hat da ja, ich sag mal, zu Hause gefunden, ein Umfeld auch. Und er war doch, glaube ich, auch bei der Folge mit dabei, oder? Haben wir uns da nicht kurz mal begrüßt zu zweit? Wunderbarer Verkäufer dieses Buches bei Folsom. Ja. Ja. Denn wie bei euch auch, das Auge isst ja mit. Sex sells. Ja, natürlich. Und ein sympathischer ist er auch noch. Mensch, wir sind schon bei den jungen Jahrgängen, da kommen ja die 20-Jährigen. Ich wollte gerade sagen, du hast schon aufgeblättert. Guck mal, du bist auf einer Seite, da ist ein Mensch, den kenne ich auch tatsächlich. Ich habe mich jetzt selber gar nicht mit einem Bepper markiert. Ich wollte mal nicht so viel Narzisst sein. Du bist jetzt beim Schweizer Bergbauernbub. Fast. Fast. Das Interview. Nein, Schweizer Bergbauernbub bin ich nicht. Wer das Buch vor sich liegen hat oder vielleicht auch jetzt mal bestellt, blättert doch mal auf Seite 422. Da ist eine Person, die ihr vielleicht alle auch irgendwie oder die euch bekannt vorkommt. Das ist ein Informatikkaufmann, der mittlerweile in Hamburg lebt, Baujahr 92 ist. Also das unangenehm irgendwie. Und er ist in Weißenburg in Bayern geboren. So. Und das kann kein anderer sein als der liebe Markus. Hier ist er. Herzlich willkommen. Und nein, man hört doch niemals, dass ich aus Bayern komme. Nein, hört man nicht. Mir wurde schon von einigen Menschen gesagt, sie hören unsere Folge mal sehr gerne, weil du so einen süßen Akzent hast. Oh, ich hasse es. Ja. Für alle, die es schön finden, ich freue mich für euch. Ja, über das Interview können wir eigentlich relativ schnell drüber blättern, weil ich glaube, mich kennt zu Genüge jeder mittlerweile. Das wäre jetzt unnötig, dafür Zeit zu verplempern. Aber auch du bist da drin. Was ich tatsächlich ganz, ganz schön finde, und auch das ist ein Foto, du siehst es, weil du hast es ja auch schon mal gesagt und auch das wird wahrscheinlich irgendwann auch nochmal eine Folge werden. Du hast dich ja auch über die Zeit verändert und ich möchte sagen, du hast dich ja halbiert ja einfach. Also gefühlt. Das stimmt. Du bist einfach sehr, sehr schlank geworden. Ich will jetzt nicht sagen, dass du vorher sehr, sehr viel warst. Ich war halt mehr Markus. Du warst mehr Markus und jetzt bist du weniger Markus, aber trotzdem, wie ein guter Wein, der reift halt mit den Jahren. So, und genauso ist es bei dir passiert und ich finde es so schön, weil du stehst einfach ja zu dir selbst. So, das ist ja auch der Grund, warum wir hier zusammensitzen. Und das sieht man bei dir auch einfach, gerade also ich finde dieses Viererbild, was immer an derselben Stelle entstanden ist, da sieht man einfach ganz, ganz extrem, wie du einfach dich selbst gefunden hast. Und wenn man dir auch auf Instagram folgt, wenn man sieht, wie du lebst, wie du einfach zu dir selbst stehst, ohne drauf zu hören, was andere sagen, ohne dir irgendwie da irgendwas nahe kommen zu lassen. Du bist einfach du. Du kannst dazu gar nichts sagen. Es ist objektiv so. Ja. Diese 4 Bilder, die über einen Zeitraum, ich glaube, von 20 Jahren 15 Jahre waren es tatsächlich in Wien, immer an der gleichen Stelle. Die zeigen natürlich sehr deutlich das Resultat von Selbstoptimierung. Ja. So. Das ist also eine Variante, die zulässig ist, die aber im Übrigen auch wiederum in dem Buch irgendwo ausgewogen kontrastiert wird mit all den Leuten, die deswegen zu sich stehen, weil sie irgendwann sagen, also ich führe nicht mein Leben lang einen Kampf gegen irgendeine Eigenart, die ich habe, sei es nun eine sexuelle Perversion oder irgendein Laster zum Trunke oder aber zu viel zu essen. Also inwieweit man sich so optimieren muss oder darf oder soll oder was das bedeutet, ob das ein Weg zum Glück ist oder ein Weg in Unglück, all das darf offen bleiben. Jeder muss sich selber wohlfühlen. Ja. Ich habe tatsächlich gestern, als ich durch das Buch blätterte, bin ich mal wieder bei meinem eigenen Bild hängen geblieben, weil es einfach so auffällt durch den roten Chile-Anzug bei Darklands von 2023. Dieses Bild ist auch phänomenal, weil von Arjan Spannenburg gemacht, einen ganz bedeutenden Fotografen aus Belgien, ist wirklich ein sehr, sehr schönes und einprägsames, ich möchte auch sagen ikonografisches Bild, das eigentlich im Zuge einer ganzen Serie von Bildern entstand. Das ist richtig. Wir hatten den ganzen Tag dort die Kamera mehr oder minder fix gehabt. Der hat mich einfach nur angesprochen. Die Geschichte dazu ist so wild zu dem Bild. Wir saßen, an dem Tag war schönes Wetter bei Darklands vor 2 Jahren, wir saßen draußen am Wasser, jeder, der schon mal dort war, weiß, dass es neben der Veranstaltungshalle direkt einen Kanal gibt und man kann sich halt da an die Brüstung, sage ich mal, setzen. Und dann sprach der mich völlig aus dem Nichts an, wir waren einfach nur in der Sonne gehockt und hat ganz spontan diese Bilder von mir gemacht. Und jedes Mal, wenn ich dieses Bild sehe, kriege ich Gänsehaut, weil es
ein schöner Moment war, dieses Bild zu machen. Und es erinnert mich an dieses Darklands-Wochenende, das magisch war, wofür wir vielleicht auch mal noch eine Folge verschwenden könnten, da ja bald Darklands ist. Definitiv, ja. Aber ja, das ist irgendwie schön, dieses Bild zu sehen und dass es hier auf dem Platz gefunden Ja, hat. das geht mir auch so. Also die meisten Bilder sind relativ klein, die wir drin abdrucken, aber Bilder, die entweder einen besonderen Aussagewert haben, fetischmäßig, oder eine besondere Qualität, obwohl sie alle fantastisch sind, hier in dem Fall ganzseitig. Das fanden sogar meine Eltern schön, das Bild. Die haben das zu Hause auch irgendwo. Ist es auch. Echt? Ja. Es ist ja auch nicht unbedingt 100% fetischlastig. Ich habe einfach nur einen roten Chile-Anzug an. Aber es gibt eben auch sehr viele fetischlastige, hochästhetische Bilder. Das ist auch das Ziel da drin. Also wobei andere Leute ja auch einen Ständer bekommen, wenn sie einen roten Chile-Anzug anziehen, ne, Alex? Ich erinnere mich an eine Konversation von vor 1 bis 2 Wochen, als du dein schönes Bild in deinem roten neuen Chile-Anzug gepostet hast und ich dich anschrieb und du mir irgendwie geantwortet hast mit... Ich war mega horny. Ich war einfach mega horny. Wenn man einfach den dann anhat und sich denkt, so, okay, der ist jetzt neu, es hat mich einfach so getriggert. Ich saß dann damit im Homeoffice und wollte arbeiten, hat nicht funktioniert. Really? Hat gar nicht funktioniert. Mein Kopf war einfach überall und nirgendwo. Schön. Und ich dachte einfach, okay, wow, es macht mich einfach gerade so unfassbar geil. Sehr schön. Ja. Das ist Fetischismus. Ja, total. Total. Du bist pervers, Alex. Aber ich hab's auch, wenn ich im Sommer dann aufs Motorrad steige und ich dann meine enge Kombi anziehe. Oh Gott, da kriege ich, also da bin ich, also, Naja, wenn du da so auf dem Motorrad liegst, sieht ja auch keiner unten, was da am Schritt abgeht. Ja, und auch dann dieses Verschwitzen in dieser Kombi, obwohl ich es eigentlich sonst wirklich richtig störend finde. Es turnt mich mega an. Und kannst mal Rubber drunter ziehen. Der liebe Benji, über den wir schon sprachen, der geht im Sommer immer mit Fullsuit, Rubber drunter, mega mit Lederkombi drüber, Motorrad fahren, weil er es so geil findet, da so halb in sich selbst zu verenden. Ne? Ja. Sind auch schöne Bilder entstanden, die drin sind. Ja, so. Stimmt, ja. Ich erinnere mich an die eine Bilderserie sogar. Ja, vielleicht mache ich das doch mal diesen Sommer. Mach doch mal. Ja. Vielleicht möchte ich auch meine Motorrad. Vielleicht solltest du dann Gummistiefel anziehen, weil du läufst ja immer so stark, wenn du... Ja, oder einfach ein Loch reinmachen, dann läuft es raus. Auch praktisch. Aber vielleicht auch da, wenn da Interesse ist, ne, vielleicht kann man auch mal so eine schwule Motorradausfahrt machen. Für die Motorradfahrer unter euch, das gefällt euch doch wahrscheinlich Für die, die ein Motorrad haben. Ich würde da vielleicht auch mal eine Tour planen. Wer Interesse hat, schreibt doch mal. Jetzt habe ich wieder einen Aufruf gemacht. Toll, guck mal, gleich wieder 5 Aufrufe in einer Folge. Ich bin auf jeden Fall nicht dabei, weil ich habe Angst vor Motorrädern. Ja, gut. Nee, dann fahren wir einfach. Dann macht einfach mal. Ja. Ich gehe dann halt ins KitKat. Ja, toll. Gut, sind wir durch mit meinem Interview? Ja, wir sind durch mit dem Interview. So viel Narzissmus muss heute nicht sein. Ich bin tatsächlich jetzt Dieses Interview, was du gerade offen hast, ist vielleicht auch ein besonderer Highlight. Ist es tatsächlich für mich. Muss ich auch was zu erzählen. Ich bin jetzt beim Christian Langenbruch angekommen. Gleiches Baujahr wie ich, 92. Falls du uns zuhörst, wir haben auch schon ein paar Mal geschrieben, weil ich finde ihn durchaus faszinierend irgendwie. Wahnsinnig schöner Körper, wahnsinnig schönes Gesicht, zeigt auf seinen Accounts im Endeffekt einmal eine maskuline Seite und dann aber auch eine feminine Seite. Und ich finde diese Mischung, das so offen zu zeigen, finde ich wahnsinnig spannend. Und traurigerweise muss man dazu sagen, dass ich glaube, dass man heute in der Schwulen und gerade in der Fetischszene immer noch schwierig hat, wenn man so eine feminine Seite zeigt. Das ist das, wo wir vorhin drüber sprachen, dass aus der Vergangenheit heraus ja immer dieser maskuline Typ da stand mit fetten Eiern. Und ich habe das auch in meinem Umfeld wahrgenommen oder auch generell in der schwulen Welt, dass man es heute immer noch schwierig hat, wenn man sich femininer darstellt. Aber ich finde das gar nicht schlimm. Also ich finde, der sieht unfassbar gut aus. Ich muss es einfach mal so sagen, wie es ist. Auf allen also ich Bildern. glaube, dass es natürlich ein Leitbild gibt. Für jeden Schwulen ist der Mann das Leitbild und nicht die Frau. Deswegen ist auch klar, dass selbstverständlich der aktive, dominante Kerl tauglicher ist, massentauglich ist, wohingegen eben der weibliche Typus oder früher diffamierend die Tunte nicht ganz so in Schwarze. Aber hier wunderbar dieses kleine Zitat, was der Christian drin hat in seinem Interview, das mir wirklich sehr, sehr gut... Soll ich es vorlesen? Bitte, gerne. Ich freue mich, wenn der ein oder andere hinguckt, den schwulen Kerl in mir sieht und zugleich den Femboy in mir anlächelt. Ja. Und ich glaube schon, dass unsere Szene wirklich in dem Punkt, muss man sagen, selbst toleranter geworden ist. Ist sie definitiv, aber da geht doch noch mehr. Da geht noch mehr und es gibt andere in dem Buch, die behaupten, dass die Geschlechtergrenzen verschwimmen würden, dass es irgendwann keine Rolle spielt. Also ich habe da meine Zweifel, aber vielleicht, weil ich finde, altmodisch bin. Und man muss dazu sagen, er hat jetzt
neulich auch noch Rubber ausprobiert. Holla die Waldfee. Ich habe da Bilder gesehen. Da zeichnet sich alles ab, was ihn zum richtigen Kerl macht. Ja. Aber ich glaube vielleicht auch da, als wir eingestiegen sind hier, ich sag mal jetzt vor einer Stunde. Ich gucke auch gerade auf die Zeit, das ist ja mega. Da waren wir ja auch bei dem Thema, dass sich Fetisch und die schwule Welt ja gewandelt hat. Von diesem stereotypischen das schließt den Kreis perfekt eigentlich. Genau, und ich glaube, dieser 10-Jahres-Zyklus, wenn ich jetzt mal sage 10 oder 15 Jahre Zyklus, wir sind gerade wieder mittendrin. Und du hast es ja gesagt, am Anfang war es die schwule, homosexuelle Welt und wir gehen jetzt ins Queere rein. Und vielleicht sind wir genau jetzt, ich sag mal, die 2020er Jahre. Das ist im Endeffekt dieses Zyklusjahrzehnt, in dem wir uns befinden, wo sich gerade diese ganze Szene auch wieder neu erfindet. Und würden wir hier in 15 Jahren wieder sitzen an dieser Stelle mit unseren Mikrofonen, dann wird es wahrscheinlich wieder ganz anders aussehen. Lustigerweise hätte sich wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren keiner ausdenken können, was wir heute alles als Fetisch bezeichnen. Ja. Und wir können uns, also jetzt gibt es so viel, und ich glaube, da kommt noch mehr dazu im Zweifel, wo wir dann in 20 Jahren widersprechen. Ach krass. War das damals langweilig oder war das damals wenig, was da noch alles dazu kam. Ja. Und das letzte Interview, das ich noch markiert habe, vom Jahrgang 2000, jetzt wird es ja richtig jung und frisch. Für mich sind immer 2000-Jahrgänge noch nicht volljährig, gedanklich. Aber die existieren eigentlich gar nicht, alles, was nach 2000 geboren ist, für mich gefühlt. Ja. Das schließt den Kreis, finde ich, weil das die Erscheinung ist, die jetzt am jüngsten dazu kam in der Szene und ja immer mehr an Popularität gewinnt oder immer mehr werden, einfach die Papi-Szene. So, dies ist ja die letzten Jahre einfach deutlich mehr geworden. Und er mit Jahrgang 2000, das hatten wir, glaube ich, ja bei der Folsum sogar gehabt, dass das ja eigentlich so ein softer Einstieg geworden ist in die Szene, weil man halt nicht direkt sein Gesicht zeigen muss, weil man sich vielleicht erstmal wohlfühlt in einem Kreis Gleichgesinnter und so weiter und so fort, was dann natürlich auch in der Papi-Szene primär meistens, das schreibt er auch in einem Interview, erstmal auch so ein bisschen um Kuscheln geht und sowas, das steht in einem Interview und einfach erstmal die menschliche Nähe und alles, was sich daraus entwickelt, dann halt vielleicht irgendwann mal sexuell wird. Und da hatte ich ja auch in der einen Folge schon mal hier den lieben Pantego angeteasert, wo ich Ähnliches erzählte quasi, dass er ist auch über die Papi-Szene da, glaube ich, so ein bisschen reingekommen und das schließt so ein bisschen den Kreis ab. Ganz gewiss so und deswegen steht es ja auch hinten, also Ende 2000, auch deswegen, es gäbe natürlich noch Jüngere, aber da hört die Geschichte der Fetischszene erst einmal auf, nämlich in einer kolossalen Umkehrung, denn für mich und noch mehr für die Jahrgänge vor mir ist der Einstieg in die schwule Szene zunächst nur und ausschließlich sexuell. Ja. Wie gesagt, auf die Klappe, da gehe ich rein, um Schwänze zu sehen oder anzufassen. Und hier enden wir in einem Phänomen, den ich die Entsexualisierung der Szene nenne. Mit einem Zitat vielleicht sogar. Anfangs wollte keiner von uns Sex, wir wollten einfach nur reden und uns kennenlernen. Also unfasslich für mich, aber das zeigt eben diesen Wandel, den wir da erleben und wir können nicht in die Zukunft schauen. Aber ganz sicher findet die Szene weiter in ihrer Veränderung bis hin zur Auflösung. Das kann auch sein, dass sie einfach aufgeht in einer ganz normalen mit Heterosexualität, weil auch die Heterosexualität immer offener wird. Also, wenn ich mir jetzt das KitKat in Berlin so angucke, ich erzähle ja doch oft davon, aber das lebt genau das. Wenn ich mir da die Piepshow einmal im Monat angucke, dann laufen da Heteros in Fetischklamotten rum, dann laufen da schwule Pärchen rum, dann laufen richtige Schwule rum, in sämtlichen Altersklassen und die feiern alle zusammen in einer Location eine Party und keiner guckt und keiner stört sich an irgendwas und jeder kann aber trotzdem das Sex haben. Also ich habe letztes Mal zugeguckt, wie da eine Frau richtig heftig durchgenudelt wurde und ich fand das, ist es nicht meins, aber ich fand es faszinierend, dass dieser Ort den Space dafür bietet und ich habe tatsächlich einfach mal interessiert zugeguckt, auch wenn es sexuell nicht mein Bier ist, aber wo hat man schon die Möglichkeit, dass man mal so unverblümt Einblicke bekommt in andere Welten, ne? Und das ist das, was du sagst im Endeffekt. Es vermischt sich so ein bisschen. Dadurch werden aber natürlich auch die einschlägigen Lokale weniger. Und Clubs, das hatten wir ja vorhin schon. Jede Veränderung bedeutet eine Ablösung. Genau. Manches verschwindet, weil dafür kein Bedarf mehr da ist und anderes entwickelt sich und kommt heraus. Und damit klappe ich zumindest für meinen Teil das Buch zu. Ja. Ich kann an dieser Stelle nur sagen, liebe Menschen, auch da, es soll keine Werbeveranstaltung sein, aber so sieht es aus. Man kann es online bestellen, ganz problemlos. Es ist wirklich 400, wie viele Seiten waren das jetzt gerade? Ja, weiß es besser? 490 Seiten Geschichte, und zwar wirklich Geschichte, die man einfach nahelegen kann.
Wie gesagt, auch toll bebildert, ganz, ganz tiefgründig, viel zum Kennenlernen, viel zum Erfahren. Große Empfehlung. So. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke sehr herzlich. Ja, und an dieser Stelle, genau, wenn Fragen sind, haut sie einfach gerne einfach in die Kommentare. Wir werden wahrscheinlich wieder ganz, ganz viel auch dazu posten. Ja. Teilt es mit uns und wir können, glaube ich, einen Preis vergeben an uns selber. Das war die längste Folge, die wir je gemacht haben. ja, tatsächlich. Das ist jetzt wirklich gerade eine Rekordfolge und auch da wieder ohne Schnitt. Also das kann ich jetzt schon mal so sagen. Cut! Hier schneiden wir. Nein, genau. Wir machen jetzt einen Schnitt. Genau, nämlich den Endschnitt. Den Endschnitt. Also, in diesem Sinne, bleibt kinky, bleibt geil, bleibt wie ihr seid. Mehr kann man gar nicht sagen. Wir hören uns und sehen uns. Also, bye, bis bye. bald. Papa!